Ja, hallo zusammen. Ich probiere heute was aus. Nämlich, ich habe hier drüben ein Feuer. Oder es ist langsam am Kommen. Etwa eine Viertelstunde oder so ist es dann gut. Und ich habe hier was von zu Hause mitgenommen. Und zwar ist das da in diesem Beutel, ist das 200 Gramm Mehl, halber Teelöffel Backpulver, ein halber Teelöffel Salz und noch ein bisschen Zucker, ganz wenig, und ein bisschen Kräuter, ein bisschen Pfeffer, dass es ein bisschen besser wird. Und dieses Pulver schütte ich jetzt hier in die Schüssel. So, das Pulver ist in der Schüssel. Und jetzt hier habe ich ein weiteres Ding, das ich von zu Hause mitgenommen habe. Und zwar ist hier drin Joghurt, 120 Gramm, und ein bisschen Öl. Und jetzt kommt das Joghurt hier rein. Ich muss immer wieder das Handy absetzen, ich habe noch kein Stativ. Darum mache ich das so kompliziert. So, wie ihr seht, das Joghurt ist jetzt im Mehl. Das Glas kann man ausschlecken, wenn man will. Und jetzt heißt es mischen. Warum tue ich Joghurt in diesen Teig? Weil ich keine Hefe hatte zu Hause. Und dann habe ich Backpulver genommen anstatt Hefe. Also sprich, nicht Backpulver, habe ich vorher Backpulver gesagt. Natron meine ich. Natron ist es, nicht Backpulver. Und Natron braucht Säure, damit es was wird. Und darum habe ich jetzt Joghurt reingetan. Jetzt wird es so lange gemischt, bis es einen Teig gibt. Bis später. Ja, und ihr seht, der Teig ist immer noch recht krümelig. Kann man hier noch, ja, es ist relativ krümelig. Dann kann man durchaus noch ein bisschen Wasser hinzufügen, wenn man hat. Ich habe jetzt mein Joghurtglas ein bisschen mit Wasser gefüllt und ausgespült und tue jetzt noch ein bisschen Wasser hinzu. Aber der Teig sollte relativ fest bleiben, nicht zu feucht. So, jetzt tue ich noch mal kneten. Bis später. So, jetzt bin ich recht zufrieden mit dem Teig. Ich habe eben noch ein bisschen Wasser hinzugefügt und jetzt gut durchgeknetet. Und ich glaube, ihr wisst schon, was das werden sollte. Nämlich ein Stangenbrot. Ich habe es noch nie gemacht, Leute. Und ich hole hier sozusagen meine ganze Zeit nach, wo ich nicht in die Pfade ging. Jetzt gehe ich einen Stock suchen, umwickle dieses Zeug um den Stock und dann schauen wir, ob es hält. Bis später. Und ja, nur noch schnell wegen dem Kneten. Man sollte, glaube ich, wirklich gut durchkneten, damit das Gluten, diesen Weizenkleber, dass das ein bisschen zusammenhält. Wir werden sehen, ob es hält. Okay, ich habe jetzt mal die Hälfte des Teigs genommen und habe es hier um einen Stock gewickelt und dann festgedrückt. Und wir werden jetzt sehen, ob das ein gutes Brot... Oh, das fällt schon ein bisschen ab. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr drücken. Ihr seht schon, zum ersten Mal, da passieren solche Dinge wahrscheinlich noch öfters. Ich muss noch ein bisschen mehr drücken. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu trocken. Wir werden es sehen. Bis später. Ja, und jetzt ist es hier am Brutzeln mit meinen Würsten. 2 Stangenbrote. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich meine, ich konnte das in meiner Kindheit sozusagen nie machen und jetzt bin ich irgendwie richtig am Neuentdecken, diese Dinge. Und ich hoffe, die Faszination, die ich jetzt für diese Dinge habe, überträgt sich auch im Video, weil ich finde es geil. Aber wahrscheinlich ist das völlig laienhaft, aber es ist mir jetzt im Moment egal, weil für mich stimmt es. Muss nur noch dann der Geschmack gut sein. Aber ich feiere mich gerade ein bisschen. Bis später. Okay, also hier zeige ich mal, wie das jetzt nach etwa 20 Minuten, 25 Minuten aussieht. Ist da so
Gut durchgebacken, würde ich sagen. Die Würste übrigens auch. Und ist mir auch noch einmal reingefallen, weil ich es hochkant hielt und dann rutscht es mir vom Stock. Aber ich glaube, es kann man essen. Wir werden es dann sehen. Ich breche es jetzt mal auf. Ja, wie man sieht, ist es wahrscheinlich ein bisschen zu dick um den Stock gerollt gewesen, weil unten dran ist es eher noch ein bisschen wenig. Aber jetzt probiere ich mal vom Geschmack. Mmh. Vom Geschmack her ist es geil. Mhm. Mmh. Ist geil. Ich habe noch irgendwie Pfeffer reingetan. Der Pfeffer ist geil. Mhm. Ich habe noch ganz wenig Pfeffer ins Mehl und ein bisschen Paprika. Und das ist wirklich geil. Mhm. Nächstes Mal ein bisschen dünner um den Stock wickeln. Dann kommt es noch besser und ein bisschen mehr Geduld haben. Es braucht schon fast 20 bis 30 Minuten über dem Feuer. Und eben nicht direkt in die Flamme, sonst wird es dann verkohlt. Aber fürs erste Mal ist es gut gelungen. Ein guter.